Guten Abend und willkommen zu einer neuen 10 vor 10 Woche. In Slowenien und Teilen Österreichs herrscht Land unter. Die schwersten Überschwemmungen seit Jahrzehnten haben zu teils verheerenden Zuständen geführt. Dämme brechen, Dörfer sind abgeschnitten und nun steigt die Angst vor Erdrutschen. Die Situation vor Ort in unserem Fokus. Außerdem in der Sendung heute: Schluss mit geschützter Werkstatt. Wie innovative Unternehmen Menschen mit Beeinträchtigung im Kampf gegen den Fachkräftemangel einsetzen. Dann Alkoholtest im Auto. Moderne Fahrassistenzgeräte sollen zu hohe Promille automatisch erkennen. Und Alarm wegen Tropensturm. Zehntausende müssen das weltgrößte Pfadilager in Südkorea verlassen, darunter 1400 Jugendliche aus der Schweiz. Wer einen Sitzen hat, setzt sich nicht ans Steuer. Oder wer trinkt, fährt nicht. Das wissen Automobilisten durch diverse Kampagnen. Das Auto selber weiß es aber nicht. Oder noch nicht, denn auch hier macht die Technologie Fortschritte. Ähnlich wie die Müdigkeitserkenner, welche schon jetzt in vielen Fahrzeugen verbaut sind, soll mittels Sensoren und Kameras künftig auch signalisiert werden können, wenn der Lenker, die Lenkerin einen über den Durst getrunken hat. Entsprechende Forschungen werden auch in der Schweiz durchgeführt. Andrea Thurnherr mit den Einzelheiten. Drinks mixen, um künftig Autounfälle durch Alkohol zu verhindern. Klingt paradox, passiert aber hier im Rahmen eines Forschungsprojektes der Uni Bern, der ETH und der Uni St. Gallen. 0,8 Promille müssen die Probanden für den Versuch im Blut aufweisen. Das erfordert genaues Abmessen der Drinks. Es sind jetzt 1,78 Dezi Wodka, werden berechnet durch sein Geschlecht, sein Körpergewicht, sein Alter und seine Körpergröße. Und wir haben unseren Zielwert und haben von dem berechnen für jeden Probanden das individuell. Ob der Proband zur Placebo- oder alkoholisierten Gruppe gehört, weiß er nicht. Rund eine Stunde später muss er Auto fahren und hat einen Verdacht. Also ich fühle mich wie nach der Einnahme von Alkohol. Die Atemprobe gibt ihm recht, 0,8 Promille. Während seiner Fahrt überwachen ihn Sensoren und Kameras. Der Studienleiter erklärt, was sie sich vom Experiment erhoffen. Siehst du eigentlich auch die Kameras? Dass wir hier charakteristische Auffälligkeiten erkennen können mit verschiedenen Kameras. Es ist auch nicht nur eine Kamera. Und hinten dran ist ja ein Computer, der soll das lernen. Darum heißt das ja auch Machine Learning. Proband Stefan Bischoff fährt los, kreuz und quer über den Waffenplatz Thun. Es ist bereits seine zweite Fahrt. Als Vergleichsbasis war er zuvor bereits nüchtern gefahren. Zur Sicherheit sitzt neben ihm ein Fahrlehrer, doch der muss nicht einschreiten. Den ordentlichen Promillewert lässt sich der Proband kaum anmerken, aber die Fahrt ist doch etwas ruckelig. Auf der Rückbank behält Doktorand Robin Däuber derweil den Überblick. Aus Simulatorstudien weiß er, welche Symptome angetrunkene Fahrer verraten. Mit den Kameras, die wir haben, können wir Blick ausrechnen, wo die Person anschaut. Und anhand von dem sehen wir einerseits zum Beispiel den Tunnelblick von dieser Person oder auch, dass sie länger Sachen fixieren muss, weil sie eine längere Verarbeitungsdauer vom Gesehen hat. Das System soll auf bereits vorhandenen Technologien aufbauen. Schon jetzt sind Müdigkeitserkenner verbaut, die teils mit Kameras funktionieren. Diese werden in der Schweiz ab nächstem Jahr für alle Neuwagen Pflicht. Sowie auch andere Sicherheitssysteme wie Spurhalte oder Notbremseassistenten. Wie viel diese tatsächlich nützen, darüber gibt es laut Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU keine Zahlen. Sinnvoll seien diese trotzdem. Wir gehen davon aus, dass bis zu 50% der Unfälle verhindert werden können, wenn alle Fahrzeuge mit einem sicherheitsrelevanten Fahrerassistenzsystem ausgestattet sind und die Leute die Systeme auch aktiviert haben. Zusätzlich ist es so, dass bis zu 10% der Unfälle heutzutage immer noch aufgrund von Alkohol passieren. Grundsätzlich halte sie Alkoholerkenner für sinnvoll, aber
Wichtig bleibt aber zu erwähnen, dass immer noch die Fahrerin oder der Fahrer verantwortlich ist hinter dem Steuer und auch wird bleiben. Das Alkoholerkennungssystem ist noch in seinen Anfängen. Doch was könnte überhaupt passieren, wenn es einen angetrunkenen Fahrer bemerkt? Also die möglichen Szenarien muss sich auch hier wieder, glaube ich, der Hersteller überlegen, weil es gibt ja keine Gesetzesvorgabe. Im Moment wäre es möglicherweise Alarmleuchte, Alarmsignal, so ähnlich wie wenn sie sich nicht angurten. Und möglicherweise auch, dass die Geschwindigkeit gedrosselt wird oder dass auch forciert zum Anhalten gezwungen wird. Der alkoholisierte Proband hat seine Fahrt hinter sich gebracht. Er hat bemerkt, dass seine Wahrnehmung eingeschränkt war. Ich habe es vor allem festgestellt in der Abschätzung der Distanz beim Abbiegen. Also wie viel Distanz ist noch übrig bis zur nächsten Kurve. Also kein Zustand, in dem man fahren sollte. Bis die entsprechenden Warnsysteme im Auto aber ausgereift sind, dürfte es laut den Forschenden noch bis zu 10 Jahre dauern.